Ja, Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugby-Videomagazin mit einem neuen Video unsererseits. Winteröffnungen in mitteleuropäischen Freizeitparks. Ein Thema, was immer größer wird und immer mehr wird. Einiges haben wir euch schon gezeigt, aber es gibt Parks, die haben wir im Winter noch nicht besucht. Und dafür sind wir heute im Video nach Belgien gereist und zeigen euch heute Walibi Winter. Wir sind zum ersten Mal beim Walibi Winter hier in Belgien und es ist das dritte Mal in Folge, dass dieses Event stattfindet und es gibt ein paar Specials, da reden wir dann gleich vielleicht drüber, wenn wir dann vorbeikommen. Es gibt natürlich auch eine extra Show, auch über Enchanted reden wir dann, wenn eine der 3 Shows von uns gesehen wurde. Aber wir haben einmal kurz den Parkplan vom Walibi Belgien. Im Sommer waren wir schon hier, da haben wir euch den Park gezeigt. Und was man hier schon mal sehen kann, ist zum Beispiel das Vampire, der Vekoma SLC, ausgegraut ist. Da ist nämlich auch da der Weg eigentlich, wo man nicht lang gehen kann. Logischerweise ist das Rafting auch ausgegraut, weil das ist sehr nass. Was ich spannend finde, wir haben es am Hinweg haben wir noch ein bisschen darüber philosophiert, ob man bei Pulsar den Wasserstand vielleicht abgesenkt lässt und dann trotzdem fahren kann und Pulsar ist offen. Ob mit oder ohne Wasser, das ist jetzt die spannende Frage. Und ansonsten gibt es hier einige Attraktionen zu erleben, die wir jetzt gemeinsam hier uns angucken werden, weil wir bis gerade die ganze Zeit alleine an dem Parkplan waren und jetzt ist er sehr beliebt geworden. Und grundsätzlich vorneweg schon mal finde ich, das Walibi Belgien Park, der überhaupt sehr schön ist, bis jetzt auch sehr schön dekoriert. Da reden wir lieber drüber, wenn es dunkel ist, aber unfassbar viele coole Attraktionen hat. Also wirklich coole Achterbahnen und andere Attraktionen und da freue ich mich voll drauf, dass wir jetzt irgendwie dieses Jahr doch noch in den Genuss kommen, das ein oder andere nette Ding hier zu fahren. Und das ja Mitte, Ende Dezember. Verrückte Welt. Warum qualmt das so? Das ist ja cool. Haben wir auch gerade gesehen, die Oldtimer-Bahn hier, wo dann jetzt diese Märchenhütte ist. Da sind sogar die Oldtimer-Chasen mit so Tannengirlanden dekoriert. Fände ich noch ein bisschen hübscher, würden die jetzt leuchten, aber sieht trotzdem schon mal sehr cool aus, meiner Meinung nach. Und ja, die Frage ist, machen wir jetzt einfach Step by Step und fangen bei Loup Garou an und fahren die Holzachterbahn oder gehen wir woanders hin? Wir kommen ja jetzt gar nicht hier vorbei, ne? Fangen wir direkt vorne an. Warm gefahren ist heute schwierig. Aber wir haben so 7 Grad als Orientierung. Schauen wir mal. Ja. Die riecht geil, ey.
Uschi gackert immer noch wie ein Huhn, weil es witzig war. Es war schon lustig. Das ist halt sehr shaky, aber das ging voll klar. Ich habe die Bahn ganz, ganz anders in Erinnerung. Ist aber auch jetzt nicht warm gefahren. Aber ja, es gibt einen Grund, warum Vekoma zum ersten halt nur 3 Holzachterbahnen gebaut hat und zum zweiten nur noch eine in Originalversion unterwegs ist, eine mit einem anderen Zug und die dritte gar nicht mehr so existiert, komplett umgebaut wurde. Aber war schon witzig, muss man auf jeden Fall mitnehmen. 4D-Kino hat natürlich beim Walibi Winter auch ein eigenes separates Special-Programm, einen eigenen Film extra für Winter. Auch cool hier mit so Sessellift-Gondeln oder was? Das sind Sessellift-Gondeln, so kleine, ne? Als Deko. Möchten wir gleich ein bisschen mehr drüber sprechen, weil ja auch so ein kleiner Weihnachtsmarkt hier aufgebaut wurde. Und gehen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter durch den Park. Ihr merkt, wir sind ein bisschen hyped, also macht voll Bock. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt auf jeden Fall noch hier nach Walibi Belgien dieses Jahr oder solange das Event noch geht. Das steht hier nämlich. Wir kommen jetzt gerade bei Pulsar vorbei und nein, der Wasserstand wird nicht angepasst. Die Leute werden gesaugt. Jetzt verstehe ich so einen Trockner mal, aber es wird gefahren. Lokflume ist auch nicht mit drin, aber Pulsar. Da wird man sehr nass. Die Leute fahren es im Winter. Statt einfach so einen coolen Zierer Force Coaster zu fahren. Fährt man das? Verstehe ich nicht. Wir können jetzt hier lang, weil gerade fährt keiner. Im Splash Zone ist ja auch da, also ihr müsst beim Laufen auch aufpassen. Möchtest du heute noch mal Torben fahren? Nee, ne? Schwarzkopf Shuttle Loop Turbine hat durch das Upgrade mit dem Themenbereich, mit Dock World, finde ich, ist die Bahn gedowngradet worden und nicht mehr so cool, wie sie vorher war als Psyche Underground. Da hat das viel, viel mehr Bock gemacht. Jetzt ist auch einfach schwarzer Raben im Kohlenkeller. Das finde ich ein bisschen schade. Aber Dock World ist halt richtig stark geworden. Haben wir auch hier oben ein Video verlinkt, wo wir im Sommer hier war, das Ganze angeguckt haben. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass wir jetzt zu Megalodon gehen. Der neue Coaster von 2025, Gerstlauer Amusement Rides Airtime Coaster war, glaube ich, die richtige Typenbezeichnung. Haben wir euch vor Ewigkeiten auf der Messe schon mal ein Modell gezeigt. Und die Bahn habe ich hier auch schon mal in einem Einzelreview euch vorgestellt. Findet ihr auch auf dem Kanal oder verlinkt unter dem i in der Infocard. Und da gehen wir jetzt hin, das fahren wir nochmal, weil das war echt gut. Das hat echt Spaß gemacht. Multi-Launch-Coaster mit mehreren Abschlüssen, familiengerecht und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel, wir gehen jetzt hin, wir zeigen es euch und danach gehen wir nochmal darüber.
Da drehen sie ihre Runden Megalodon. Sehr coole Bahn immer noch. Also war auch zu erwarten. Wir sind jetzt zweimal gefahren, einmal in der 8. Reihe und einmal in der 1. Reihe. Macht überall Spaß, die Bahn. Ich finde hinten sogar ein bisschen mehr. Da hast du mehr die Airtime, die ist ein bisschen intensiver. Vorne aber die Optik cool. Bislang unterwegs sind. Und es ist halt eine Familienachterbahn, die aber allen Spaß macht, wo aber was passiert, die lang ist. Also so stelle ich mir eine Familienachterbahn vor. In verschiedensten Varianten, wie zum Beispiel eine Mine Train, da kommen wir später vielleicht auch noch zu, aber also das ist für mich so die Zukunft von Achterbahnen oder was da hinten noch im Dunkeln steht, wo wir auch noch mitfahren. Aber so in die Richtung gehen für mich Familienachterbahnen, lang, viel los und trotzdem macht es auch Spaß für alle und ist jetzt nicht einfach nur so ein kleines Rumgegurke, sondern da ist richtig was los. Wunderbar gestaltete Warteschlange, coole Details, vor allem die Schilder mit sehr viel Witz und Doppeldeutigkeit. Ja, finde ich gut. Finde ich immer noch sehr, sehr gut. Dogworld, toller Bereich geworden. Als er angekündigt wurde, war schon so, boah, da haben die aber was vor. Und ja, haben sie geschafft. Gefällt mir sehr gut. Also du läufst dann hier oben lang durch diese Häuschen immer wieder durch. Das ist schon Wartebereich, ne? Und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr stark. Uns hat es nach Tiki Waka verstanden, beziehungsweise erstmal nach Exotic World, das ist der nächste Themenbereich. Die Themenbereiche, da gehen wir nachher auch noch mal drauf ein, sind natürlich zum Walibi Winter andere. Und Tiki Waka, Gerstlauer Bobsled Coaster, immer cool und vom Stil würde ich das vergleichen irgendwie mit Crash Bandicoot, kennt man das noch von PlayStation 1? Dieser Stil irgendwie, dieses Tiki-Racing-Ding, finde ich voll toll. Und du hast dann Spielklettergerüste, wo es drunter durchgeht. Mit Megalodon ist man inzwischen ja auch irgendwie so teilweise am Interagieren. Wenn du Glück hast und vom Timing passt das, dann fährt man ziemlich nah aneinander vorbei, was ein cooler Effekt ist. Tolle Achterbahn, immer sehr, sehr viel los und sehr, sehr beliebt. Aber lohnt sich und was sich auch lohnt, meiner Meinung nach, Challenge of Tutanchamun. Das ist ein interaktiver Dark Ride. Ich bin nicht der größte Fan von Interaktivität bei Dark Rides, aber dieser Dark Ride hat es wirklich in sich und tolle Effekte und den machen wir jetzt. Die levenskracht bevat om jullie te beschermen. Merci. Du Laser. Selber ein Laser. Laserlicht. Du Laser, ey. Was denn? Laserlicht. Ja, du Laser, ey. Laser, Junge.
Wir haben die Challenge gemeistert, aber ich glaube nicht so gut. Ich habe auch dann nicht mitgeschossen und nicht so gut bedeutet, nämlich, das ist ziemlich cool eigentlich. Du fährst, je nachdem wie viele Punkte erzielt werden, andere Wege bei diesem Dark Ride. Sally Dark Rides hat, glaube ich, da die Innenausstattung auch gemacht. Ziemlich cool ist, dass eine Mumien-Zombie-Animatronic, die auf einmal auftaucht, jetzt eine Nikolausmütze aufhat. Das finde ich cool. Aber einige Sachen haben nicht funktioniert. Also so eine Winterwartung, die hat schon seine Gründe, warum es sie gibt. Aber ein Feuereffekt war vorhanden. Die Vertikalvorgaben waren so ein bisschen außer Puste und das eine oder andere ist einfach dunkel geblieben. Laser bei dem Skorpion fehlte zum Beispiel auch. Aber im Großen und Ganzen hat es trotzdem Spaß gemacht und ist cool. Ich habe jetzt nicht mitgeschossen, weil das irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass gerade nicht so gut funktioniert, das Tagestreffen. Aber was da an Budget und alles reingeflossen ist, ja, machst du heute cool irgendwie und ohne Interaktivität. Nach einem kleinen, leckeren belgischen Snack sind wir jetzt beim Tiki-Theater. Ich glaube, hier waren wir noch nie drin, habe ich das Gefühl. Und es gibt Enchanted, eine Eiskunstlaufshow hier drin, exklusiv zu Winterwalibi. Und die gucken wir uns natürlich jetzt auch an, um euch zu sagen, wer das ist. Und das ist einer der vielen großen Punkte für Winterwalibi. Ja, damit fangen wir jetzt mal quasi an. Leute, wir haben die Show uns angeguckt. Richtig cool. Bühnenbild grandios. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön geworden. Super gute Musikauswahl. Und auch an sich war die Show cool inszeniert, coole Nummern mit drin. Eiskunstlaufshow, wie man es kennt, aber auch sehr schöne Kostüme. Und ja, vom dramaturgischen Spannungsbogen war das echt nett gemacht. Ein paar dabei, die sind, glaube ich, noch nicht so fit. Üben noch ein bisschen, haben ein bisschen gestrauchelt, sage ich jetzt mal. Aber wirklich im Gesamten eine richtig tolle Show. Gefällt mir. Und einfach diese winterliche Weihnachtsstimmung sehr schön aufgegriffen und inszeniert, interpretiert. Man weiß es nicht. Man fährt lieber Achterbahn jetzt, wenn man doof im Kopf ist. Ab zu Conda. Ist das nicht sogar die höchste Achterbahn der Benelux-Länder? Höchste, schnellste, irgendwie sowas? Das ist bestimmt irgendwie. Auf jeden Fall ist das Ding richtig gut. Da gehen wir jetzt hin. Ja, ansonsten checkt das mal auf Kanälen aus, wo Leute Ahnung haben. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass das Intermin gebaut hat und dass es gut ist.
Conda, Intamin, Megacoaster, Wahnsinn. Also tolle Bahn einfach. Sind erstmal in der Front Row gefahren. Das ist super geil. Die Optik ist mega und so. Und dann sind wir jetzt gerade nochmal in der letzten bzw. vorletzten Reihe gefahren. Das Ding, das ist dann ja, temporär wird es zum Stand-Up-Coaster, wenn er hinten sitzt. Ein Airtime-Monster vor dem Herrn. Cooles Layout, ja, wie gesagt, riesig hoch, schnell. Und ich bin ja nicht so der große Fan von der Cobra Roll. Das ist ein Element, das mag ich nicht. Das ist so gargelig und aneinander gesteckt und das hat keinen Flow meiner Meinung nach. Aber es gibt hier die Non-Inverted Cobra Roll und das ist sehr nice und vor allem hinten ist das voll verrückt, wie das fährt irgendwie. Auch also erst Airtime-Hügel krass hoch, Floating Airtime, du hast auch also viel Floating Airtime, du hast viel Ejector Airtime. Der zweite Airtime-Hügel ist dann einfach komplett in die falsche Richtung geneigt, mega cool. Und auch so viele Elemente, wo du auch noch mal irgendwo drunter und so. Obwohl das Ding eigentlich nur auf dem flachen Land steht, ist es ja trotzdem irgendwie vom Setting cool gemacht. Also das könntest du ja noch mal krasser thematisieren. Dann sind wir beim Velocicoaster, den haben wir hier auch schon gezeigt. Aber für Europa ist Conda wirklich eine Wahnsinnsbahn und sollte von jedem gefahren und gemocht werden. Weil wenn ihr Conda nicht mögt, dann mögt ihr keine Achterbahn. So, viel Spaß. Das hinter mir ist das, was ich eben meinte, ein Mine Train. Die beste und coolste Familienachterbahnart überhaupt, meiner Meinung nach. Vekoma Mine Train, so in der Art und Weise gibt es gar nicht so viele davon. Aber hier im Walibi Belgien könnt ihr so ein Ding noch fahren. Richtig cool in den Berg reingebaut, mehrere Lifte, coole Effekte. Und wie das so ist und wie das Ganze bei der Fahrt aussieht, auch da nehmen wir euch jetzt wieder mit hier im Video. Weil einfach nur, dass es toll ist und Spaß macht, das mehr kann man da nicht zu sagen. Das ist ein absolutes Spaßding für alle zusammen. Voll gut. Fahrspaß hin oder her. Ihr könnt natürlich die verschiedensten Sachen hier machen, nicht nur die Achterbahn, die wir jetzt gefahren sind. Es gibt super coole Karussells, wenn man hier einmal rüber guckt und die nicht nur sehr schön gestaltet sind, sondern auch Specials, die für Winter Walibi extra gestaltet wurden oder extra auch geschaffen wurden, extra Erlebnisse, wie die Chocolate Factory. Und in der Schokoladenfabrik gibt es quasi dann das Rodeln, was so zum Winter dazugehört, und das ist die Rodelbahn und ja, ein Tube Slide, also in einem Reifen rutscht ihr dann den
den Eisberg runter. Das ist voll schön gestaltet, ist einfach inkludiert, sieht richtig gut aus. Richtig gut aussehen tut halt der ganze Park. Und wir sind jetzt in diesem Western-Bereich, der eigentlich, wie heißt denn der eigentlich? Ist ja auch egal, wie er jetzt heißt, weiß ich noch viel weniger. Ich vergesse das die ganze Zeit. Du lachst wieder, weil du es dir gemerkt hast. Irgendwas Glitzerndes. Twinkletown. Das ist quasi der Bereich. Aber alle Bereiche haben so ein bisschen passendes Theming bekommen. Du hast so Cowboy-Western-Sterne, Kakteen, Cowboy-Hut, Bullenkopf als Lampen in den Büschen. Aber überall stehen auch Weihnachtsbäume und die sind immer thematisch passend. Hier mit Kupfer und brauner Girlande. Und obendrauf ist dann dieser Western-Stern. Das ist jetzt in dem Bereich hier, finde ich, farblich sehr, sehr schön. Die anderen gehen auch gleich ein bisschen durch. Aber das war jetzt einmal, guck mal, das W, was da vorne auch leuchtet, das ist ja mega. Und die Leute haben auch richtig Bock da drauf und das ist super cool. Und wir gehen jetzt so ein bisschen durch die Bereiche und gucken, was wir euch dann noch davon so zeigen können. Vielleicht fällt uns auch hier und da noch mal ein, irgendwo reinzustolpern, noch eine Attraktion zu fahren. Schauen wir mal. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Eislaufbahn und die ist hier indoor und vorher war hier die Location für die Eiskunstlaufshow, die wir gerade eben gesehen haben und jetzt könnt ihr quasi selber eure Skills zeigen, ausprobieren, üben oder einfach representen, je nachdem wie gut ihr auf dem Eis seid. Wunderschönen guten Tag. Wir haben ja eben diese Gondeln erwähnt. Man kann einfach diese Sessellift-Gondeln als Sitzgelegenheit benutzen und dann sitzt man drin im Warmen. Ist das cool? Das ist doch mega cool. Passend zu dem Themenbereich hier, und zwar ist das hier Alpine Village. Ganz kurz noch zum Schlittschuhlaufen. Das ist auch inkludiert in eurem normalen Parkeintritt und kostet nicht extra. Und ja, hier ist klassischer Christmas und Weihnachtsmarkt und es gibt extra aufgebauten Weihnachtsmarkt, aber da würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen, bis es dunkler wird. Aber dann habt ihr das hier schon mal gehört und wenn wir schon mal hier lang laufen, sei vielleicht noch mal erwähnt, 50 Jahre Walibi Belgien und das zelebriert man auch, das hat das ganze Jahr über gefeiert, aber hier die Eröffnung Megalodon, die Neuheit 2025 und es gibt hier, wir gehen ihn gerade falsch rum, den Zeitstrahl vom Park mit 2023 dem ersten Walibi Winter und ganz vielen Stationen, auch da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, als nachdem der ganze Park hier abgesoffen ist, Hochwasser und hier wirklich alles unter Wasser stand, das war wirklich krass. Und ja, die großen Meilensteine sind hier alle aufgezeigt. Auch die Zeiten, wo WAP gegen die Skunks hier das Musikbattle hatten und das mit Walibi Holland so ein kleiner Contest war, weil die beiden Bands so sich dann duelliert haben. Ein Ride, den es nur wenige Tage gab. Lost Count, das sind wir nicht gefahren, das haben wir nicht geschafft. Das alte Logo noch. Also wirklich, das ist sehr, sehr cool. Wir gehen auch jetzt noch ein bisschen hinten durch. Auch Halloween gibt es hier im Walibi Belgien und Six Flags Belgien. So hat es quasi angefangen. Krasse Zeit einfach. Wir hatten so viele Six Flags Parks hier und müssen jetzt einmal um ein paar Bäume drumherum. Ja. Weil wir müssen ja bis 1975 eigentlich zurück. Aqualibi, der Wasserpark hier, der auch noch vorne ist, den ihr machen könnt, ein Indoor-Wasserpark. Und die Turbine, Girocco damals noch und draußen ohne Halle, ohne drumherum. Jumbo-Jet auch cool. Und 1975 ist dann das Walibi an sich gewesen, aber die ganze Parkgeschichte fängt hier quasi mit dem See, den man ja in der Mitte wohnen kann, schon 1972 an. Könnt ihr euch alles hier reinziehen. Gibt es auf Französisch, Niederländisch
und auf Englisch. Und so läuft auch alles hier im Park die ganze Zeit. Wir sind halt in der Nähe von Brüssel und Belgien ist ja sprachenmäßig zweigeteilt und Brüssel vereint quasi beides, dieses zweigeteilte. Und genau hier sind wir, also in Wavre, direkt bei Brüssel. Aber sprachlich kommt ihr hier super klar. Die Mitarbeiter, die Leute, alle sind hier mega nett, alle sind gut drauf, alle haben eine gute Zeit. Und auch, bevor ich das vergesse, weil wir die ganzen Rides, die schon gemacht haben, die Operations heute sind richtig, richtig gut. Und auch bei Conda zum Beispiel wird mit 2 Zugbetrieb gefahren, Megalodon mit mehreren Zügen, Tiki Waka mehrere Züge, Loop Garou mit beiden Zügen. Also die schieben auch raus, was sie an Kapazität haben, und das wird auch gut abgearbeitet, obwohl die Wartezeiten jetzt gar nicht so exorbitant hoch sind. Sollten die doch zu hoch sein, könnt ihr euch zum Beispiel auch so einen Speedy Pass hier kaufen und dann könnt ihr auch direkt fahren, wenn ihr was fahren wollt. Also ihr könnt natürlich auch Achterbahn wie Cobra fahren, da nehme ich jetzt mal persönlich Abstand von. Oder es kann natürlich auch wieder etwas gediegener sein und drin, je nachdem wie ja das Wetter ist, Popcorn's Ranch, interaktiver Dark Ride, der ziemlich witzig in der Warteschlange ist. Da könnt ihr ganz viele lustige Filmplakate erkennen. Das ist quasi ein Kino und das Popcorn ist lebendig geworden. Eigentlich so ein mega cooler Charakter mit richtig guten Merchandise und diese wild gewordenen Popcorns. Das ist einfach so cool. Und Trackless Dark Ride, wo ihr verschiedene Szenen und Screens abfahrt und dann Punkte sammeln müsst. Halt auf einem kleinen Footprint einen coolen Ride geschaffen hier. Wir sind gerade gefahren. Ich sag mal so, wenn ihr mit 2 Season Passlern, die den ganzen Tag im Kreis laufen, da drin sitzt, macht das nicht so viel Spaß, weil du kommst hier ziemlich blöd vor. Und die sind gerade mit uns gefahren, sind raus und die sind direkt wieder reingegangen. Das machen die scheinbar den ganzen Tag und die wussten auch vorher sofort, wo hingeschossen werden muss, wo gibt es mehr Punkte. Und aber trotzdem, cooler Ride, auf jeden Fall mitnehmen. Wir sind jetzt auf dem Weg am See vorbei auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Rafting, was jetzt im Winter nicht gefahren werden kann, das möchte man auch nicht. Und kommen zu dem Bereich, wo wir eben schon mal kurz den Zierer Force Coaster erwähnt hatten. Zierer Wellenflieger steht ja auch auf der Seite, habt ihr auch schon gesehen, der auch richtig cool aussieht. Und das ist ein weiterer Part des Winterwalibi. Und zwar ist Santa Claus da anzutreffen, so wie ich das verstanden habe. Und ich glaube, irgendwas mit Polar Playground könnte das Ganze heißen. Müssen wir mal gucken. Aber so ein See, ich habe das schon mal in einem Video gesagt, ein See macht jeden Freizeitpark schöner. Und das ist auch hier, glaube ich, schon sehr gelungen. Es wird langsam dunkel, es wird muckelig.
gerade erwähnt, sind wir ja jetzt im Polar Playground und hier ist die Hütte, wo man Santa Claus treffen kann. Gibt auch eine kleine Schlange davor. Der Crystal Pavilion, die Eislaufbahn, steht übrigens im Frozen Land und dann gibt es ja den neuen Bereich, den wir auch heute Anfang des Tages schon erwähnt haben, Dog World, ist Northern Dog jetzt dann zum Winter Walibi und dann der tropische Bereich mit Tiki Waka wird zu Festive Tropics. Das ist dann der Bereich. Und hier, ihr kennt es ja von dem Sierra Forest Coaster, das ist ja so ein Flugzeug, mit dem man hier durch den Park fliegt. Und das ist quasi die Tannenbaumspitze, die aber nicht oben drauf ist, sondern relativ weit oben ist das Flugzeug, der so ein Red Baron Doppeldecker, ich weiß gar nicht, der ist glaube ich schon umgefallen. Entschuldigung, dass wir genau den gerade so nah zeigen. Toll, es gibt so viele Bäume und wir nehmen den. Klettergerüst, Spielgeräte und jetzt gibt es noch ein paar Impressionen, glaube ich, aus den anderen Bereichen. Selbstverständlich ist ja der ganze Park wunderschön beleuchtet, aber mehrmals am Abend gibt es hier bei Dalton Terror eine kleine Lichtshow und die gucken wir uns natürlich jetzt auch noch an.
Winter im Walibi Belgien. Was ein cooles Event. Hatten wir so gar nicht auf dem Schirm. Cooler Park, unfassbar coole Attraktion und wirklich schönes, tolles Event, was echt cool aussieht. Vielleicht ein bisschen kitschig ist, aber genau das braucht man doch. Und wir gehen jetzt noch in den vorderen Bereich. Das ist nochmal Glowing Greetings. Und hier ist das Walibi W oben auf den Bäumen. Und es wird nochmal richtig hell. Und wir werden verabschiedet raus aus dem Park. Und ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Kanntet ihr das Event schon? Habt ihr es schon besucht? Lasst es uns gerne wissen. Und wenn nicht, hat euch das jetzt auch überrascht, wie cool das ist? Und habt ihr vor, hier hinzukommen? Das alles und viel mehr könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Und jeden Tag um 18 Uhr sehen wir uns wieder hier zu einem neuen Video auf dem Rock'n'Roll YouTube-Kanal.